Hallo und herzlich willkommen im Mangfallgebirge. Herzlich willkommen auf unserer Tour zur Hochalm und somit auch herzlich willkommen beim Mountain Guide. Die Hochalm, mit seinen 1400 Metern in der Höhe liegend, ist ein sehr gut besuchter Gipfel und auch sehr beliebt, weil man einfach einen wunderschönen Ausblick ins Tal hat. Allein deswegen ist diese Tour von Anfang an, sage ich euch schon, allein deswegen ist diese Tour eine Empfehlung wert. Lasst euch insgesamt von der Länge dieses Videos bitte nicht abschrecken. Die Länge ist nur deswegen, weil ich den gesamten Rundweg gefilmt habe, damit ihr auch wirklich alles vom Weg auch gesehen habt. An sich empfehle ich euch die Aufstiegsvariante, wie ich sie gegangen bin. Das ist ein Waldsteig im leichten Schwierigkeitsgrad. Da begegnet man den wenigsten Menschen. Ich bin beim Aufstieg niemandem begegnet. Beim Abstieg wiederum über den Rundweg bin ich einigen Menschen begegnet. Deswegen empfehle ich euch den Weg durch den Wald. Der ist auch ein bisschen interessanter und relativ sanft in der Steigung. Da denke ich, da kommt jeder hoch. Wie rum ihr aber letzten Endes aufsteigt, bleibt sich gleich, denn die Schwierigkeit ist auf beiden Varianten leicht. Es gibt also keine Schwierigkeiten. Man sollte halt darauf achten, das ist ein Waldsteig. Da können Wurzeln sein. Wurzeln sind rutschig, wenn es feucht ist. Von dem her, darauf bitte achten. Über meine Aufstiegsvariante, wie man sehen kann, gibt es immer wieder so kleine Highlights mit Bächen, die man durchquert oder überquert. Und kleinen Wasserfällen, also auch für Hunde ist Trinken vorhanden. An der Mitterhütte, die nicht offiziell bewirtschaftet ist, sondern nur hin und wieder, wenn man Glück hat, ist die, ich glaube, Sennerin heißt es. Wenn sie da ist, dann kann man mit etwas Glück eine kleine Brotzeit abstauben. Und ansonsten ist man dann auch schon fast oben. Ich hatte einen mega Ausblick. Auf der einen Seite war ich über den Wolken, auf der anderen Seite konnte ich komplett durchs Tal gucken. Das werdet ihr gleich sehen. Denn da vorne fängt dann auch schon das Gipfelplateau an. Das übrigens ist riesig, sehr weitläufig. Da haben hunderte Menschen Platz. Deswegen, zum einen ist das wohl auch der Grund, warum da so viel los ist da oben. Zum anderen ist es aber auch super, weil man einfach auch mal seine Ruhe haben kann und etwas abseits sitzen. Die Hochalm war anscheinend früher tatsächlich mal eine Alm da oben. Selbst auf dem Schild stand drauf, verfallen. Ich habe jetzt keine Ruinen gesehen, beziehungsweise kann ich mich nicht an Hausruinen erinnern. Wer es besser weiß, bitte ab in die Kommentare, würde mich freuen. Jetzt kann man hier natürlich als Einheimischer, der sich auskennt, ein paar Schleichwege gehen, um noch andere Gipfel zu erreichen. Da gibt es einen bekannten Nachbargipfel. Wobei, so bekannt ist er eigentlich gar nicht, denn in den meisten Zeiten des Jahres ist er nicht erlaubt. Wer den Rundweg gehen will, muss zurück zur Mitterhütte. Von da aus geht ein Steig bergab. Dem folgt man, bis man am Ende wieder bei der Bundesstraße rauskommt. Die Hölley-Alm, Hölley-Alm, wie auch immer man sie ausspricht, ist der letzte Sammel-Lynx-Punkt und das letzte kleine Highlight auf unserer Abstiegstour. Hier muss man ein bisschen aufpassen, der Weg ist nicht immer komplett sichtbar, weil er sehr stark bewachsen ist von dieser Wiese. Aber ich denke, wer sich da ein bisschen umschaut in aller Ruhe, der findet dann auch den Pfad weiter. Und wenn man sich nicht von den Kuhpfaden beirren lässt, dann sollte man den Abstiegsweg durchaus finden können. Der Rest ist Forstweg bis zurück zur Bundesstraße.
Von dem her sage ich an dieser Stelle, meine Lieben, ich wünsche euch viel Spaß. Macht sie, geht sie die Tour. Ich kann euch versprechen, sie ist es wert. Und unter der Woche ist man hier auch fast ungestört. Zu guter Letzt, nicht vergessen, nur mit Mount Tour Guide erreicht ihr den Gipfel gescheit. Jetzt muss ich kurz schmunzeln wegen meinem Bubi da auf der Bank. Da habe ich ihm gerade sein Gipfelfutter gegeben. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.